Guten Morgen zusammen und willkommen zu einem neuen React bei Konfi mit mir, Bernie Kopa, zu 5 tallest buildings that broke the sky. Hallo. Vom Kanal The Finest. Genau. So ja schon mit 6 Millionen Abonnenten, interessant. Das ist auch immer so geil. So, früher war so eine Million immer so voll besonders. Jetzt findest du halt ständig irgendwelche Kanäle, von denen du noch nie was gehört hast. Die haben alle so gefühlt 1 bis 10 Millionen Abos und du weißt gar nicht, dass sie überhaupt existieren und so. Aber ja, genau. Schauen wir mal rein. Was dieses Baby denn mit den tallest buildings zu tun hat, das sehen wir jetzt. Ja, das denkt sich halt, so fühlst du dich halt, wenn du diese Gebäude siehst. Genau. Er schaut jetzt auf ein Tall Building hoch wahrscheinlich, aber schauen wir mal. Na, let's go. When you're a child, you often dream about how cool it would be to touch the sky and be amongst the clouds. It can seem like a far-off fantasy, but with the right building, it can be real. From the tallest structure ever built, to the building that replaced one destroyed in a terrorist attack. Here Ich are frag 5 mich of the world's welches. tallest buildings that broke the sky. Before we begin, make sure to hit the like button, subscribe to our Wichtig. channel, and click the notification bell Natürlich for war more damit der recent Reichstag videos gemeint. every Ja. day. With that being said, let's begin. Zur Info, wir haben das Video unten verlinkt, also lasst bei den guten The Finest ein Like und Ding da, damit wir unsere Beitrag für sie beibringen. Guter Satz, sehe ich auch so. Falls wir scheitern, lassen Dislike. Number 5. Yeah. Shanghai Tower. The Shanghai Tower, which also goes by the name of Shanghai Center Building, is a skyscraper in Pudong, Shanghai, that spans 128 stories and 2,073 feet. It features 9 cylindrical buildings. Hallo, 200 Geschichten und 2000 Füße sind in dem Gebäude drin. Ja. A glass facade and can comfortably cater for 16,000 people every day. That's a whole lot of people. The Shanghai Tower first went under construction in 2008, thought to be at the cost of $2.4 billion. The final structure was put in place in 2013, and the exterior components, including 2 glass facades, were finished in September 2015, almost a year behind schedule. It wasn't until July 2016, however. Was, nur ein Jahr hinter der Bauzeit? Das kann doch nicht sein. Das ist schnell. Ich habe gerade kurz überlegt, ob da irgendwie so eine Lok oben auf dem Dach ist. Das sieht so aus wie Schienen. Ich glaube, das sind ja Schienen und da oben ist irgend so ein Ding, so ein Gerät mit so dieses weiße Ding da, mit so einem Stab oder so. Ich kann da was hochfahren, vielleicht ist Um vielleicht so die eine Fahnenmaske oder so. Ja, das kann sein. Nee, um politische Gegner unterzuschmeißen. Boah, Alter. Nee. Ich weiß nicht, weil ich ja gerade gesehen habe, weil du da oben, ich war mal in Berlin und da waren wir in einem Hotel, das war auch riesig hoch und da war mal etwas Nebel und du hast die obersten Stockwerke des Hotels nicht gesehen, weil der Nebel so tief schon unten war. Also Ja. oder das entweder was Nebel oder Wolken. Du hast das obersten Stockwerk nicht mehr gesehen, weil es so hoch war. In Deutschland kann es nur Nebel sein. Wolken musste deutlich höher sein. Ja, Mhm. wahrscheinlich. Naja, Aber ja. However, that the observation deck was open to the public. Until then, people had nowhere to look at things from, which was a shame for people who like using their eyes. They say that good things take time, and that's true in the case of the Shanghai Tower. Even though it took a considerable number of years to reach completion, the result is remarkable. Aber ernsthaft, This den tower has the world's sauber highest machen. observation deck Ja. at 1,843 feet, and its elevator Das ist auch schön, schafft speeds of Arbeitsplätze. 46 miles per hour. That Gefühlt, makes it the second du hast den fastest einmal building sauber in the gemacht, world, kannst wieder von unten owned by beginnen. that of the Guangzhou CTF Finance Center, which travels at 47 miles per hour. It's an aesthetically pleasing tower as well, but mainly for the purpose of sustainability too. In 2013, it was named the greenest super high-rise building on Earth and was designed to both recycle its wastewater. Aber seht ihr, dieses capture weiße Ding hat sich jetzt rainwater bewegt. from Ja. its glass facade also Wofür twists es at auch 120 da ist. degrees to reduce Ich hätte mir gedacht, vielleicht ist es That's so not to say eine the Windrad wind isn't vielleicht. welcome, for the building boasts 270 wind turbines to provide supplementary electricity of 350 Das ist kilowatts schlau. Das for ist the building's nice. use annually. So what's this building's purpose? The Shanghai Tower is home to a hotel, a museum, gardens, cafes, restaurants, and retail space. Ja, All of alles these businesses reinpacken. get the pleasure of panoramic city views. However, securing occupancy permits proved troublesome, which is why as of 2017, only 60% of the building's areas were tenanted, and a little over 30% of those tenants had actually moved in. Some floors of the Shanghai Tower are still entirely empty. That said,
Those who Das have ist occupied schade. the Shanghai Das ist echt Tower schade. get to do so with the knowledge that they live or work in one of the world's tallest buildings that broke the sky. Number 4. Das ist One schon World irgendein Trade Center. Na gut. In an effort to memorialize and rebuild Ich weiß, was das ist, das da oben ist. Ja, da hatte so Drähte, dass du so runtergehen kannst in der Wand. Das ist für sauer machen, Genau. kannst du da das Ding machen, anhängen Richtig. von oben und das kannst du natürlich rumfahren. Wie Das ist schlau konzipiert. Ja, Liebe Shanghai, gut gemacht. Das ist richtig, aber so Riesengebäude brauchst du dann auch ewig und 3 Jahre, um das alles zu putzen. Dann brauchst du wahrscheinlich so 50 Mann mindestens. Er hat gesagt, du bist einmal fertig bist mit Putzen, kannst gleich wieder von vorne beginnen. Ja. Aus One World Trade Center, ja. Das kennen rebuild. wir. The One World Trade Center, often called Freedom Tower, or 1WTC, is the central skyscraper to take place of the World Trade Center, which was destroyed in a terrorist attack in 2001. It's situated in Lower Manhattan, New York City, and is thought to not only be the tallest building in the US, at 1,776 feet, including its spire, but in the Western Hemisphere as well. It also claims the title of the 7th tallest building in the world. 541 Meter. One World Trade Center is located on the 16-acre World Trade Center site. It began construction in 2006, under 5 years after the terrorist attacks, and concluded in 2013. It officially opened to the public in November 2014, and the One World Observatory was opened in May 2015. Upon completion of the entire 16-acre site, the One World Trade Center will incorporate 5 high-rise buildings and the National September 11th Memorial and Museum in the place of the original Twin Towers. Almost immediately after the terrorist attack, which claimed the lives of 2,606 people. Schön, dass wir es einfach nochmal zeigen, weil es Decide what to verstört. do with the now empty space where the Twin Towers once stood. muss Competitions were bitte held, einfach. and the winning design of Daniel Libeskind was chosen. Kann mich noch irgendwie erinnern, ich glaube in der Schule haben wir das damals gehört oder geredet darüber. As security concerns were raised and addressed, the New York City Police Department was involved in the process, and their influence saw the inclusion of a 187-foot concrete base. A floor limit was also imposed to limit the liability of any future terrorist attacks. Upon completion, Überraschung. One World Trade Center had 94 stories, 86 above-ground usable floors, with 78 of those used for office space, a sky lobby, a public lobby, and mechanical levels. A 3-story observation deck also formed part of the building, with interactive tours available for purchase too. The building is also a one-stop shop for shopping, eating, including fine dining, and working. While the One World Trade Center is a building constructed on the back of a tragic event, it's proof that the city can rise from the ashes and rebuild something musste bigger ja and auch. better than ever before. Und sie Number sowas 3. ewig aufzeigen, kommst du dann Latte da World drauf. Tower. Ja. South Korea has a lot of things to be proud of, but one of the more prominent ones in recent years would have to be the construction of the Latte World Tower in Seoul. The Na gut, logischerweise in 123-floor Seoul. building at 1,821 feet is the tallest Auch in eine South interessante Korea Stadt and is eigentlich. thought to be the 6th tallest in Ja. the world, at least for now. It Also took Seoul 13 oder years of Seoul oder design sowas changes, würde ich touring auch and zum Beispiel mal growing, and site besuchen. In so preparation einer to see Reise. construction Das get auf jeden underway Fall, ja. in 2010. By April 2nd, 2017, it was finally open to the public and was used for fireworks displays and an LED laser show the following year. Schick. The Latte World Tower, while magnificent now, took some time to come to life. It wasn't through lack of experts or funds, but continuous design changes to perfect what would be a signature structure in South Korea. Initial concepts were put together in 1989, but that original okay. design changed 3 Lang times geplant. before one similar to the Eiffel Tower was decided upon in 2002. Okay. So, after 13 years of indecisiveness, the design they ultimately chose was just to make it almost the same as the Eiffel Tower. But then, it wasn't finalized at that point either. The bird's eye view of the tower changed considerably between 2004 and Das schaut 2006, aber nicht aus wie 7 jede times until Pfeffer. 2008. Alter, wie oft haben die das Once wieder more in abgeändert? 2009. Finally, the tower began to break ground in 2009. In 2016, the final external construction components of the Latte World Tower were finally coming together. But there was one last hurdle to tackle: the roof. The diagrid roof, which was crafted in a lantern shape, was made up of 12-meter, 20-ton pieces of steel and spanned nearly 400 feet above floors 107 to 123. The roof was possibly one of the highest skilled components of the building. It was made to withstand its own weight without reinforcing pillars and used GPS alignment systems and the best welding technicians in the world to bring it to life. The roof is also designed to withstand a magnitude 9 earthquake and wind speeds of up to Nicht 3.2 schlecht. feet per second. Nett. Number 2. Ja, dort in der Gegend muss man vielleicht so National rechnen. Finance Center. Ja. If you want to see an impressive building of mammoth proportions, then you will need to travel all the way to Guangdong, a coastal province in South China. Wahrscheinlich in Kiel. The city Ja. of Shenzhen is the Ja. second tallest building in China. Lustigerweise, das the müssen wir auf tallest unserer in Liste, wo wir Shenzhen, drüber geguckt and the haben. Ich glaube, fourth in the gefühlt world, known die as meisten Ping An großen Gebäude sind irgendwo in International China. Finance Center.
This super tall skyscraper Das ist spans auch so. 115 Die stories, and Chinesen bauen und bauen und bauen und 1,965 bauen und feet, bauen und and bauen. has the highest observation deck at 1,844 feet. It's a sight to behold, and a structure that's well worth a visit if you happen to be on Ich vacation. würde sagen, die Nachbargebäude waren auch nicht klein. Ich wollte gerade sagen, das überragt halt alles. The foundation stone, and it was well and truly underway by the end of the year. By 2013, however, it was halted due to rumors that the concrete in the foundation had been made with sea sand that hadn't been processed. As a result, there was a genuine risk of steel structure corrosion over time. Simple testing proved otherwise, and construction resumed. By 2014, and with the addition of a 10-meter steel column being moved into place, it became the tallest building in the city. By April 2015, construction had reached a point where it was the second tallest building in China. It could have been even taller, but the proposed 60-meter antenna, which was featured in the original plan, was thought to obstruct flight plans. It was scrapped in the 11th hour. Und reingeflogen. The Ping An International Finance Center was a thing of beauty. It had 33 double-deck elevators, a free sky observation deck, offices, hotels, retail spaces, a high-end mall, and a conference center. It also boasts nearly 500,000 square meters of floor space and weighs a whopping 620 metric tons. Schön auf die Erde reinklopfen. Burj Khalifa, Na gut. Burj Khalifa, which Burj is Arabic for Khalifa, Khalifa ja, Tower, wusste ich. Man has been kennt ihn. known as the tallest building in the world since 2009. Ja, aber nicht mehr While there lange. is always a country that is trying to Ich glaube, in create den nächsten a ein, structure zwei Jahren that's bigger and better than sollte es, glaube ich, anyone sogar else's. It's going to be hard überragt to top werden, this soweit ich one. gehört habe. The Khalifa Tower wen? was built for two reasons. Oh, ich weiß schon For gar nicht mehr, Dubai Shanghai to oder so. diversify from oil and to Müsste ich gain selber nochmal international nachgucken. recognition. We don't know about the former, but they certainly nailed the latter. Burj Khalifa is 2,722 feet tall, or 2,717 feet without its antenna, and it took just 6 years to build. Construction started in January 2004, and the exterior componentry of the building was finished by the end of 2009. The building opened in January 2010 to form part of the 490-acre Dubai development. The building is certainly impressive, but no one imagined it would gain as many Ich hab's nur accolades mal as it kurz did. übersetzt. It's the tallest 2700 Fuß freestanding sind structure, 822 tallest Meter. skyscraper to both the spire and Das ist noch ein antenna, bisschen and größer, it's the building deswegen. with the Vor allem most auch die floors. Las It Vegas has Wassershow da 163 drüber. levels, and the title used to be held by the World Trade Center at 110. It also has the highest elevator installation, longest elevator travel distance at 1,654 feet, and is even home to the highest nightclub on the 144th floor. Jawohl. The Khalifa Tower also has Nicht the schlecht. world's highest restaurant called Atmosphere. Na on the gut, natürlich heißt das 122nd so. floor, and created the world's largest light and sound show in a single building. As you can see, Dubai doesn't like to do anything by halves. Ja, Der Everything about this Städterdauer tower is on an könnte höher extreme werden. scale, Ja, genau. right down to the plumbing, air conditioning, and window cleaning. The building has nearly 25,000 windows, which cover 1,290,000 square feet. Alter And it takes Vater. 3 to 4 months, with 36 cleaners to wash the building's exterior. The tower's cooling system is unbelievable as well. It runs Alter on Vater. 62,000 HP, and the condensate collection system captures water for irrigation of local parks. Das ist The gut. plumbing also uses 250,000 gallons per day through 62 miles of pipes. Once the building was open to the public, the reception of it was positive. There were, however, complaints surrounding the use of South Asian migrant workers who were supposedly given low wages Ja. and had their Ja, passports leider. confiscated. There Kennt were man also aus der reports of Region. suicides relating to the tower's construction. While the building process may not have been entirely positive, you can't help but be in awe of the final product. Well done, Dubai. What will you think of next? Who knew it was possible to break the sky with a human-made structure? Modern-day architects and builders are well and truly testing the boundaries. Which building surprised you the most? Can you think of any other tall buildings that should have made this list? Also, check out our other cool stuff showing up on the screen now. See you next time. See you next Mein time. Lego-Turm. See you next time. Aber es ist halt Danny Bird. aber sag mal so, es ist immer noch faszinierend, wie sich irgendwie diese Kultur entwickelt hat. Wir müssen größere Gebäude bauen. Ja, ist halt, wie gesagt, einfach wirklich ohne Spaß. Also, sagen wir mal so, bei den größten Gebäuden der Welt, da können die Leute nicht mehr argumentieren, das ist jetzt, weil das nützlich ist oder gut. Es ist einfach literally einfach nur ein Schwanzvergleich zwischen Ländern. Ja. Also zum Aber Beispiel das kann man nicht mal sagen. europäische Städte, also wie österreichische und deutsche Städte, machen da weniger mit. Genau. Ja. Bei uns in Deutschland ist Frankfurt sogar so eine Ausnahme mit den Tall Towers und so überall. Naja. Das ist in Europa nicht so verbreitet. So. Frankfurt ist das wirklich das Einzige, aber sonst an sich bist du eigentlich halt wirklich. Zum Beispiel London hat ziemlich viele hohe Gebäude, aber zum Beispiel Wien hat halt ein paar hohe Gebäude, so 3, 4, Richtig. aber
das war's auch. Das ist interessant das ist interessant an Europa. Europa ist irgendwie relativ grounded. Bei uns verteilt sich es eher so ein bisschen über die Weite. Während man so vor allem, wenn du so überlegst, so jetzt in Asien und Amerika relativ in die Höhe geht. Ja. Also im Grund. Sagen wir mal so, ich glaube, wenn man das jetzt mal ein bisschen so geschichtlich argumentieren würde, ist, glaube ich, so die Sache, dass die meisten europäischen Städte auch immer so geblieben sind und so. Und dann hat man halt immer, früher konntest du ja nie so hoch bauen, hast du immer in die Breite gebaut. Und sowas wie zum Beispiel generell in Amerika, das dann eher so koloniale Städte, da konntest du schon den Grundstein legen dafür, zum Beispiel dann mit neuen Technologien in die Höhe zu bauen. Und in Asien wurde dann auch eher alles zum Beispiel neu, alles abgerissen, neu gemacht und so. Weil da auch vorher da nicht wirklich so die Technologie so weit war, quasi, würde ich jetzt aber behaupten. Erstens das und zweitens hast du ja vor allem in Asien, so wenn du vor allem Japan oder Seoul und so anguckst, da kommen ja die meisten Leute hin, weil es die Hauptstadt ist. Deswegen musst du halt irgendwann die Höhe bauen, weil irgendwo ist mal der Platz rum. So, genau, das kommt auch noch dazu. Wer übrigens mal nachguckt, Jeddah Tower, der sich aktuell im Bau befindet, der soll übrigens 1 Kilometer hoch werden in der saudi-arabischen Stadt Jeddah. Also. Ich sehe schon, dass da Rabine für Werbung machen wird. Ja, wie gesagt, es gibt ja dann auch den Grand Prix von Jeddah, der dieses Jahr schon beginnen soll. Ja, ich bin alle hyped drauf. Ich möchte aber jetzt mal, das ist ein Thema, wo ich hier gerne ansprechen möchte, Politik und Saudi-Arabien und so. Das halt und ja, Politik, dafür könnte man einen Podcast zum Beispiel sogar machen. Richtig. Aber Middle Eastern Politics und was weiß ich, Menschenrechte, whatever. Aber das muss ich halt überlassen, über die Menschheit lassen. Ich finde es halt sehr interessant, die auch diese verschiedenen Möglichkeiten man bietet. Und man muss ja dann alles Mögliche mit einziehen. Windgeschwindigkeiten, Erdbeben, sonstige Schwingungen der Erde. Am besten, wie gesagt, was ich gut bei diesen Gebäuden finde, manche, die ja wirklich sich überlegt haben, können wir das auch irgendwie nutzen. Wir können den Wind nutzen, wir können das Wasser von dort irgendwie recyceln und so. Das ist halt schon nicht schlecht gemacht. Ja, also da wirklich Respekt an die ganzen smarten Architekten und so weiter. Ja, weil so gesehen, ich meine, wir alle kennen die Geschichte, die biblische Geschichte vom Turm von Babylon, glaube ich. Wo die Menschen kamen kurz davor, bis in den Himmel zu bauen. Gott hat die alle zerstreut und so. Und tja Gott, was ist jetzt, ne? Was ist jetzt, ne? Willkommen. Sag sowas nicht, wir hatten schon einmal durch ein tragisches Event, dass ein großes Gebäude zusammengestürzt ist. Es reicht auch einmal. Ich will jetzt andeuten, dass das Gott dafür verantwortlich war. Nicht unbedingt, aber leider muss man sagen. Lass mir das Thema. Ja, ich wollte darauf ansprechen, du weißt, was die denken, you know? Ach so, ja, gut. Ne, aber wenn es in Arabien selber gebaut wird, dann kommen da kaum jetzt Islamisten und sprengen das weg. Ja, das ist richtig. Wer weiß, aber ja, lass mir das wieder. Ganz schwieriges Thema. Schwierig. Wir wollen nicht jetzt. Es ging um Hochhäuser und die noch stehen, um die Hochhäuser geht es, um hohe Hochhäuser. Richtig. Das ist abgedreht. Aber ich glaube, wir haben es fast drüber gesagt. Wie gesagt, die Menschheit ist interessant. Man sieht sich beim anderen Mal wieder. Bye, bye. Ciao.